ein Anwendungsgebiet habe ich ganz vergessen, warum das der Dr. Sielmann das Ganze eigentlich gemacht hat. Er hat viele Schmerzpatienten gehabt. Und er hat durch diese Taping-Methode ganz vielen Schmerzpatienten wirklich helfen können, dass die schmerzfrei werden. Hallo und herzlich willkommen bei Podologie und mehr. Ich bin Andrea und in einigen anderen Videos habe ich schon Tape-Anlagen gezeigt und in den Kommentaren ist immer wieder die Frage gekommen, welche Tapes ich benutze. Somit habe ich mich auf die Suche gemacht, um für euch eine Firma zu finden, die qualitativ sehr gute Tapes anbietet und die auch für euch zu Hause geeignet sind und auch erschwinglich sind. Die Firma Meditape hat mir die Sachen hier zur Verfügung gestellt. Ich bin auch sehr überzeugt von der Firma, nicht nur weil es die Sachen zur Verfügung gestellt hat, sondern ich habe es auch selbst schon ausprobiert, habe es auch an mir getestet und meine Familie musste auch herhalten, sogar meine Praktikantin. Habe ich alle angetaped und ja, das Fazit war eigentlich sehr gut. Herr Dr. Sielmann hat das Meditaping-Konzept entwickelt. Der Unterschied zu den anderen Tapes ist, dass diese Baumwollfaser viel dicker gewebt ist und dadurch auch strapazierfähiger. Und der Kleber, der was hier hinten auf dem Tape drauf ist, ich kriege das auch nicht hin. So. Dieser Kleber hier ist von der Firma 3M. Das ist eine ganz bekannte Firma, die was Kleber herstellt. Und dieses Tape kann auch bis zu 10 Tage auf dem Körper verbleiben. Natürlich, wenn keine Allergien entstehen, wer jetzt auf Acrylkleber Allergien hat, der muss sich leider ein anderes Tape suchen, das was eben keinen Acrylkleber hat. Der Vorteil bei diesem Kleber ist, er reagiert durch Wärme. Das heißt, wenn man das Tape aufbringt, muss man diese Tapes gut anstreichen mit der Körperwärme, das Ganze gut anreiben, damit sie das Tape mit der Haut auch gut verbindet und es dadurch eben so lange am Körper bleiben kann. Hält wunderbar, duschen, baden, alles hält es aus. Man muss eben nur nachher darauf achten, dass man das Tape nicht rubbelt beim Trockenmachen, sondern dass man es wirklich nur tupft. Ich föhne es nachher dann meistens trocken, weil sonst ist die Kleidung hinterher wieder trocken. Und ja, ach hier, der Kavilon-Lolli. Vielleicht diejenigen, die aus dem Wundmanagement oder aus der Pflege kommen, kennen den Kavilon-Lolli oder allgemein das Kavilon. Das ist dazu da, dass man die Haut herum schützt und die Klebkraft verbessert wird. Das kann man jetzt wirklich auf irritierter Haut auch drauf machen. Ist auch ganz oft wird es verwendet zur Stomaversorgung oder wenn jetzt irgendwie ein Dekubitus hat, zur Wundrandpflege, damit dass man das Ganze eben schützt vor dem Pflaster, das was nachher dann drauf kommt. Also verstärkt die Klebkraft. Wenn ihr die Tapes so habt, habt ihr oft das Problem, dass die Ecken sich ganz schnell lösen. Um das zu verhindern, muss man die Tapes rund schneiden, damit sie das eben nicht so schnell ablöst. Auch auf der anderen Seite immer rund schneiden. Die Farben, es gibt hier bei der Firma Meditape die 6 Grundfarben. Ich finde es auch besser, wenn nicht so viele Farben sind. Ihr werdet euch auch bestimmt schon gefragt haben, haben diese Farben denn überhaupt irgendwas zu bedeuten? Ja, haben sie. Und zwar kommen diese Farben aus der Farbenlehre. Die Farben haben auch eine bestimmte Wirkung. Muss man jetzt nicht dran glauben. Also probiert es einfach aus und macht einen Selbsttest einmal. Ich habe zum Beispiel bei meiner Praktikantin einen Fuß mit blau getaped und einen mit gelb. Und habe sie dann so mal heimgeschickt. Am nächsten Tag hat sie mir berichtet, dass der Fuß, wo blau getaped wurde, sich einfach schwerer anfühlte und das Ganze kalt anfühlte. Im Gegensatz der gelb getapte Fuß war eher warm und hat sich leichter angefühlt. Obwohl, wenn man die Füße jetzt angegriffen hat, hat man jetzt da keinen Temperaturunterschied gemerkt. Das war jetzt rein nur die Wahrnehmung von ihr. Ja, die Farben zum Beispiel. Schwarz haben wir hier, das entzieht Energie, also entzieht stark die Energie. Dann haben wir Blau, das entzieht nicht so stark die Energie.
Grün wirkt harmonisierend, beige ist ein neutrales Band. Wenn man jetzt ja, sich mit den Farben nicht wirklich zurechtfindet, ist man am besten bedient, wenn man das Beige nimmt. Dann haben wir noch Gelb. Gelb gibt Energie und Rot wirkt wärmend, stimulierend und auch tonisierend. Die Farben Schwarz und Rot sind natürlich die stärksten Farben im Gegensatz. Also die eine entzieht Energie, die andere gibt Energie. Wie man die Farben richtig anwendet, gibt es hier von Herrn Dr. Sielmann so ein schönes Buch, die Meditaping-Methode. Da zeige ich euch nachher auch 2 Tapes draus. So, ich habe mir extra Mackerl reingemacht, damit ich es wieder finde. Und zwar einmal das Daumensattelgelenkstape. Dadurch, dass wir in der Podologie oft das Problem haben mit dem Daumensattelgelenk, weil eigentlich auf der linken Hand, weil die linke Hand unsere Spannhand ist, wir haben da so den Fuß und spannen hier immer. Das heißt, hier auf diesem Gelenk ist immer Druck drauf. Und wenn man das Gelenk hier schon beschädigt hat, dann hilft so ein Tape zur Stabilisierung und auch zur Schmerzlinderung. Und das zweite Tape, was ich euch zeigen werde, ist ein Belebungstape für den Fuß. Kann ich euch mal so zeigen. Ich hoffe, das spiegelt nicht so sehr. Und wie gesagt, das habe ich mal bei meiner Praktikantin ausprobiert in den Farben Blau und Gelb und später dann auch noch in Rot. Ja, es gibt verschiedenste Methoden, die Tapes zu kleben. Es gibt ja einmal die ganz normale Methode, wo man das Tape einfach auflegt. Ich mache das jetzt mal nicht so lang. Also immer schön abrunden das Ganze. Man sollte ja das Tape einmal in der Mitte reißen. Und dann gibt es ja 3 Abteilungen quasi vom Tape. Einmal die Basis, hier die Basis und hier die Basis und den Mittelteil. Die Basis ist immer ohne Zug aufzubringen. Weil wenn man nämlich hier die Basis zieht, dann löst sie sich noch schneller ab. Und wenn man hier das Tape jetzt löst, man darf nicht mehr auf die Tapefläche kleben, man darf nicht mehr auf den Kleber, man darf hier eben nicht draufgreifen, sonst klebt es nicht. So, und wenn man das hinklebt, kann man es so machen, dass man es einfach so aufklebt, ohne irgendwelchen Zug. Hat den Vorteil, wenn man jetzt jemanden tapet, zum Beispiel die Hand, und überstreckt diese Hand, dann ist die ja schon maximal gedehnt. Und wenn man dann das Tape aufbringt, das kann ich euch ja kurz zeigen. Jetzt nehmen wir das Gelbe schön. Dann bilden sich die Falten. Sich selber tapen ist nicht so einfach. Gibt es aber auch eine Anleitung drin. Also wir überstrecken das Ganze jetzt mal. So. Haben wir die Basis ohne Zug geklebt und den Rest kleben wir hier auch ohne Zug auf. Ups. Man soll es auch nachher nicht mehr ablösen. Das heißt, wenn es einmal klebt, dann klebt es. Und wer lange Haare hat, sollte sich vorher bitte die Haare rasieren, weil sonst tut nachher das abmachen. Furchtbar weh. So. Und wenn man das jetzt so schön, das sollte nicht passieren. Das, was ich jetzt mache, darf man auch nicht machen. Und zwar das Tape nur mal lösen und glatt ziehen, weil sonst klebt es nachher nicht mehr. Falten sollten auch keine drin sein. So, und wenn man das jetzt überstreckt geklebt hat und man geht nachher wieder zurück, dann wirft es hier solche Falten. Und diese Falten sind gut. Warum sind die gut? Weil nämlich hier die Haut von der Muskulatur etwas abgezogen wird und das Ganze einen Massageeffekt ergibt. Dadurch wird die Haut, die tieferen Schichten bis zum Muskel runter, fein, wirklich 24 Stunden lang massiert. Das ist auch großteils das Wirkungsprinzip dieses Meditapes, dass einfach die Muskulatur, was drunter ist, besser durchblutet wird. Und wenn man das Ganze jetzt um Gelenke drum macht, dass die auch stabilisiert werden etwas, aber dennoch in der Bewegung bleiben. So. Dann gibt es noch die zweite Methode, das habe ich niedergeklebt. Dann gibt es noch die zweite Methode, das ist die Zugmethode. Die macht der Herr Dr. Sielmann aber eher selten, wirklich wenn er nur Korrekturen vornimmt.
Auch wieder so, beginnen wir mit dem anderen. Das heißt, die Basis wird ohne Zug festgeklebt und den Rest bis kurz vor der zweiten Basis zieht man ordentlich und die Basis klebt man wieder ohne Zug fest. Und ihr seht jetzt, hier bilden sich keine Falten. Aber wenn ich das Gelenk jetzt runter mache, habe ich so wie so ein Gummiband halt. Somit kann man halt Fehlstellungen tapen, wo die halt auch immer hinziehen sollten. Wie man die Tapes richtig anbringt, das hat er hier in einem schönen Buch zusammengefasst, die Meditaping-Methode für jedermann zum Selbst- und Mitbehandeln. Ich habe schon etliche Tapes ausprobiert, meine Familie hat daherhalten müssen. Ich würde euch empfehlen, wer sich dieses Buch zulegen möchte, lest bitte zuerst einmal das ganze Buch durch, bis kurz vor dem Praxisteil. Wer in der Anatomie nicht viel Ahnung hat, sollte es bitte bleiben lassen. Hat den Grund, man kann zwar mit dem Tapen nichts verkehrt machen. Es hat jetzt keine Nebenwirkungen, wenn man das Tape jetzt verkehrt anbringt. Aber der zu wünschende Effekt bleibt natürlich aus und somit wirkt das Tape nicht. Das ist dann ja verlorene Zeit. Wenn ihr Therapeuten seid, würde ich euch die Kurse, die der Herr Dr. Siemann anbietet, sehr ans Herz legen. Er erklärt dort nochmal alles, wie das alles genau funktioniert. Und ich finde es auch im Praxisalltag wirklich eine sehr, sehr tolle Erweiterung, weil diese Tapes kann man jetzt nicht nur am Fuß anwenden, sondern auf dem gesamten Körper. Die Anwendung von diesen Tapes ist zum Beispiel das HWS-Syndrom, Fersensporn, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Golfarm, dann den Tennisarm oder Ellbogen. Dann gibt es noch Gelenkverstauchungen, Verspannungen, Hallux valgus, Migräne, Muskelverkrampfungen, Sportverletzungen. Ein Anwendungsgebiet habe ich ganz, ganz dolle vergessen, warum das der Dr. Siemann das Ganze eigentlich gemacht hat. Er hat viele Schmerzpatienten gehabt. Und er hat durch diese Taping-Methode ganz vielen Schmerzpatienten wirklich helfen können, dass die schmerzfrei werden. Also das Anwendungsgebiet von diesen Tapes ist wirklich sehr, sehr groß. Deswegen würde ich euch die Kurse sehr ans Herz legen. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Alle Infos natürlich über die Firma habe ich euch unten in die Infobox verlinkt. Da sind auch die Links zu den Kursen, zu den Produkten, wo ihr sie bestellen könnt. Mit dem Belebungstape können wir müde Geister verjagen. Wir wählen die Farbe Rot, da sie belebt und Kraft gibt. Als erstes messen wir vom Quergewölbe bis über die Achillessehne und schneiden ein Band zu. Das zweite Band messen wir über das Quergewölbe bis zum Wrist und schneiden 3 kürzere Tapes zu. Ich habe hier leider das Abrunden der Ecken vergessen, aber ihr dürft es natürlich nicht machen. Wir kleben nun vom vorderen Quergewölbe bis über die Ferse, die Achillessehne bis zum Zwillingsmuskel hoch. Alles ohne Zug und dann schön glatt streichen alles. Das Tape sollte keine Falten haben und die Basis immer ohne Zug festkleben.
Das erste kurze Tape reißen wir in der Mitte auseinander und verankern vorne über das Quergewölbe den langen Streifen, damit dieser nicht so schnell abgeht. Das zweite kürzere Tape verankern wir über die Achillessehne und den Knöchel. Hat den Sinn, wenn man läuft, dass hinten an der Achillessehne sich das lange Tape nicht löst. Und mit dem dritten kurzen Tape wird das Ende des langen Tapes verankert, damit dieses sich nicht so schnell löst. Und somit ist unser Belebungstape fertig, ideal für müde Beine oder für schwere Beine nach einem langen Arbeitstag. Bei Handbeschwerden ist die Sattelgelenkarthrose die am häufigsten diagnostizierte Erkrankung. Diese Arthrose ist aber nicht immer für die Schmerzen verantwortlich. Der Daumen wird etwas abgespreizt. Wir messen vom Ellbogen gehend mit dem Tape Richtung Hand zwischen den Daumen und dem Zeigefinger und wieder zurück zum Ellbogen. Wir falten das lange Tape quer in der Mitte, sodass wir zwei gleiche Längen erhalten. In der Mitte des Tapes machen wir eine Hilfsfalte. Dann schneide ich den langen Streifen in der Mitte längs durch bis zu dieser Falte, sodass wir bei der Hälfte das Tape in ein V-Tape umwandeln. Das V-Tape zeigt zu den Fingerspitzen und wir legen das breite Tape auf das Grundgelenk. Nun reißen wir das Tape dort auf, wo das V-Tape endet und das nicht aufgeschnittene Tape anfängt. Das Papier wird von dem Tape gelöst, indem wir das Tape mit der Daumentechnik in dem Abschnitt zwischen dem Daumen dehnen. Das Papier, das sich bis zu dem Daumen gelöst hat. Dort, wo der Schmerz angegeben wird, legen wir das ganze Tape auf die Hand. Dann streichen wir es bis zum Ellbogen ohne Dehnung aus. Die schmalen Enden werden zwischen Daumen und Zeigefinger jeweils über Kreuz gelegt und am Unterarm neben oder auf das ganze Tape Richtung Ellbogen ohne Dehnung abgelegt. Dann schneiden wir noch die Länge für ein Handgelenkstape, messen einmal um das Handgelenk herum. Mit dem ersten kurzen Tape verankern wir das Handgelenk. Somit kann sich dieses Tape später nicht lösen. Das zweite kurze Tape wird am Ellbogen angebracht, um das lange Tape zu verankern, damit sich nichts mehr löst. Alles schön festreiben, damit das Tape auch ordentlich hält. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Tapen? Einfach unten in die Infobox oder unten auf die Links draufklicken. Hat euch das Video gefallen? Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und auch auf die Glocke klicken, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Tapen und beim schmerzfrei werden. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.